Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Woche AFK Assault. It is that time of the week again. We are playing some AFK Assault, baby. We are doing it, guys. Sieht aber bis jetzt zumindest halbwegs gut aus. Muss man sagen. Es ist nicht so ein Beatdown wie letzte Woche. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es gut läuft, was man bis jetzt so gesehen hat. Alter Schwede. Also wir liegen auf jeden Fall hinten. Das ist ganz sicher. Oi. Oi, 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 oi. Oh oh. Ist irgendwie so komisch, die Gegner kommen von allen Seiten. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das sein, dass die von allen Seiten kommen? What is happening? Eieiei. Das ist nicht gut. Shit. Ah, die sollen endlich die Teamnamen entfernen, ey. Man sieht halt einfach nichts. Oder man sieht halt die Character Model nicht, wenn die hinter dem Teamnamen versteckt sind. Aber das Problem ist, wenn du halt die Namen deaktivierst, dann siehst du halt auch nicht, ob derjenige im Gegnerteam ist oder nicht. Also du kannst halt nur den ganzen Namen deaktivieren oder halt, also ja, du kannst halt nicht nur den Teamnamen deaktivieren. Das nimmt halt viel zu viel Platz weg, das ist so nervig. Ja gut, mittlerweile sind wir doch ganz schön behind. 70 Kills sind wir jetzt behind, das was jetzt rein Kills angeht. Was rein Kills angeht, sieht's nicht gut aus. Come on, guys. Anyone? Danke, Low Trash. Ja. Okay, er will es wohl wissen, I guess. Warte, mein Stun, mein Stun, mein Stun. Ah, was? Jetzt ist... Mann, ich hatte 30 Sekunden Cooldown auf meinem Stun. Ich hätte ihn genau noch erwischt. Shit. Scheiße, voll reingelaufen. Ja, man merkt halt auch einen deutlichen Unterschied zwischen Leuten, die Power-Ups benutzen und welche, die nicht Power-Ups benutzen. Aber ich werde niemals Power-Ups benutzen. Selbst wenn sie mal alle Probleme hier fixen. Also AAKA, keine AFK-Spieler mehr. Bessere Übersichtlichkeit im Kampf und so weiter, was es noch alles so Probleme gibt. Selbst wenn sie mal alles fixen würden hier, werde ich, glaube ich, trotzdem keine Power-Ups aktivieren. Not gonna lie. Oh mein Gott, das sind ja wieder alles Gegner. Schaut mal, man sieht nicht mal den Gegnernamen. Also beziehungsweise man sieht ihn schon, aber man sieht halt nicht, ob der am Boden liegt und tot ist oder ob der da rumsteht. Da steht einfach die ganze Zeit einer und du siehst es nicht, weil da so viele tote Leute liegen und den Namen, den Charakter verdecken. Und auch zur Hälfte den Namen, Alter. Wie bescheuert ist das denn, ey? Junge, regt das auf. Du kannst nicht mal sehen, wer da steht, Alter. Oder ob der lebt oder nicht. Wer zum Teufel denkt sich diesen Bullcrap aus? Uff, jetzt werden wir gerade komplett genatzt. Hilft auch nicht gerade, dass die Hälfte der Leute einfach AFK reinrennen und nicht mal sieht, dass da 10 Gegner stehen. Das hilft nicht gerade dabei, ne? Oh. Und ja, komm, dann kommt er wieder aus Dark Elo, Mann. Scheiß Dark Elo sollte auch deaktiviert werden, viel zu stark. Kappa. Na, eigentlich kein Kappa. Actually, kein Kappa. Und dieser dämliche Buff-Peng soll gefälligst 40er Buffs geben. Die 20er Buffs sind auch ein Witz. Oh shit. Oh oh.
Ja gut, wir haben gleich verloren, ne? Ja gut. Ja gut, ne? Vielleicht wieder die klassischen 20% erreicht. Ist wohl doch wieder ein ziemliches Beatdown. Die Gegner haben auch 130 Kills mehr als wir. Also jetzt ist die Chance aufzuholen. Jetzt können wir es doch mal schaffen, theoretisch. Wir haben auch 4 Artefakte. Aber war das nicht beim letzten Mal auch so, dass das eine Team 5 Artefakte hatte und trotzdem übelst verloren hat? Ich glaube schon. Also wir haben uns gerade quasi einmal befreit. Aber das reicht halt nicht. Einmal in 5 Minuten quasi kurz aus dem Spawn gekommen. Aber da kommen sie jetzt alle wieder. Da kommen sie alle wieder. Damn, ich glaube, ich wurde gerade nur von Waterbomb fast gewone-shottet. Wurde einfach nur von einem passiven Skill von einer Waffe fast gewone-shottet. Shit. Oh boy. Keine Ahnung, wie ich noch am Leben bin, ehrlich gesagt. Der Wizard hat's auf mich abgesehen. Ja, die Teams scheinen wieder extrem ungleich zu sein irgendwie. Das ist halt einfach extrem schade. Also, das ist halt, das Ding ist halt, das wäre theoretisch ein Balancing-Problem. Aber um dieses Problem kannst du dich eigentlich gar nicht kümmern, weil erstmal musst du die ganzen Doppel-, Dreifach- und Achtfach-Charakter rausschmeißen. Dann musst du das Generelle lösen, diese verdeckten Teamnamen und alles, was einfach so stört, was Quality of Life angeht und so ein Scheiß. Quality of Kaigas, whatever. Und dann kannst du dich eigentlich erst um sowas wie Balancing kümmern. Das ist halt das Traurige, ey. Es läuft wirklich eigentlich, es läuft so viel falsch bei diesem Modus und eigentlich so gut wie nichts richtig. Das ist echt schade. Muss man einfach sagen. Ui. Was haben wir denn überhaupt noch? 20 Sekunden, bis wir verloren haben? Gegner noch, bis wir verloren haben. Scheiße. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 380 zu 228. Yikes. Und Junge, ich war fast überhaupt nicht bei Kaigas und bin einfach Platz 27. Da sieht man halt einfach mal, dass überhaupt nicht gegen Kaigas gekämpft wurde. Ja gut, Artefakte war bei uns halt, ne, aber das Problem ist halt nur Artefakte, das bringt halt nichts. Ne? Es bringt nichts, wenn du halt gute Artefaktleute hast. Das ist halt das, was ich gerade meinte mit Balancing. Du kannst bei Artefakten, lol, mein Rang ist einfach 162, nice. Du kannst bei Artefakten halt alle Artefakte die ganze Zeit haben. Aber du wirst halt trotzdem verlieren. Man braucht quasi ein Drittel der Leute, die sich um Artefakte kümmern, ein Drittel der Leute, die gegen Kaigas kämpfen oder vielleicht sogar weniger. Und halt ein richtig starkes Kampfteam. Und ja. Oh, ich war sogar Platz 7, lustigerweise. Mit 25 Kills. Ja, aber das ist halt das Ding, ne? Wenn du halt beim PvP so auf die Fresse bekommst. Also hier einfach von den ersten 6 Leuten war nur einer aus unserem Team. Dann kam einfach ich. Und das kann es halt nicht sein, ne? Also das ist halt so, aber das kann man halt auch wirklich schwer steuern. Das ist halt, wie gesagt, Balancing in irgendeiner Form, dass man halt irgendwann hier nochmal reinbringen müsste. Aber wie gesagt, solange alles andere noch nicht gefixt ist, brauchst du ja auch nicht ums Balancing kümmern. Weil was bringt, also du kannst ja gar nicht balancen, wenn du weißt, dass die Hälfte von jedem Team AFK sein wird. Wie soll das Spiel das irgendwie balancen in irgendeiner Form? Also es müsste halt quasi ein Kaigas-Ranking geben. Also ein permanentes Ranking sozusagen, so wie das hier. Das ist halt irgendwie hier noch so ein Tab hast mit permanent, wie beim Guild War im Endeffekt. Und dass da irgendwie eine Elo herausgerechnet wird quasi. Also wenn du 10-mal Erster geworden bist, dann musst du halt logischerweise eine Bomben-Elo haben. Und wenn du in ein Team kommst, dann müssen logischerweise andere Leute, die auch ein gutes Ranking haben, aber halt nicht so krass sind wie du, müssen logischerweise dann automatisch ins Gegnerteam kommen, damit halt irgendjemand im Gegnerteam ist, der gegen dich überhaupt eine Chance hat sozusagen. Und all diese Sachen müssten hier kommen, aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass hier sich nochmal irgendwas ändern wird. Es kam jetzt so lange kein Update mehr für Kaigas aus Sollten, dass obwohl ich und viele andere sich jede Woche wieder darüber die gleichen Sachen aufregen. Und größtenteils sind es ja auch wirklich kleine Sachen, sind ja Kleinigkeiten teilweise. Und wie zum Beispiel das mit den Teamnamen, dass man einfach die Teamnamen nur, oder das, was irgendwie anders markiert, dass einfach vielleicht, keine Ahnung, die Lebensanzeige könnte ja auch schwarz und weiß sein, ne? Also dass einfach die Leiste schwarz und weiß ist oder so.
Oder, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich tonnenweise Möglichkeiten. Oder der Charaktername ist einfach schwarz oder weiß. Whatever. Da gibt es wahrscheinlich so viele Möglichkeiten, wie man das machen könnte. Aber sie machen quasi nichts. Also einfach schade. Und naja, man kann nur sich weiter beschweren und hoffen, dass sich irgendwann was ändert. Ich sage auf jeden Fall danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.